Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Stefan Goldenstein Wildlife. Ihr könnt es vielleicht schon hinter mir sehen. Ich befinde mich auf einem Sandweg und der Sandweg, der befindet sich mitten in einem Naturschutzgebiet und zwar in einem Hochmoor. Und das ist der absolute Knaller, denn ich war hier jetzt seit ein paar Wochen eigentlich schon nicht mehr und mittlerweile sind einfach so viele Vögel schon aus dem Süden wiedergekommen, dass ich mir gedacht habe, es lohnt sich einfach hier mal wieder eine Runde zu filmen. Dabei nehme ich euch natürlich gerne mit und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Jetzt Anfang April waren die Temperaturen mit um die 5 Grad noch relativ frisch. Zudem war es relativ windig an diesem Tag. Auch die Sonne wollte sich nicht wirklich zeigen. Das erste Tier, das sich an diesem Tag blicken ließ, war diese Goldammer. Sie kommt in diesem Moor noch relativ häufig vor und trägt gerne ihr Lied zum Besten. Genau solche Buschlandschaften, das ist das Habitat des Zilpzalps und des Zaunkönigs. Ne, und hier ruft die ganze Zeit der Zilpzalp. Die sind erst vor 1-2 Wochen aus dem Süden wiedergekommen und hier rufen diese schon sehr, sehr fleißig. Und ich versuche mal, ob ich den irgendwie auf die Kamera bekomme. Die ersten Zilpzalps des Jahres sind Ende März bei uns in Ostfriesland angekommen. Der Zilpzalp gehört zu den Laubsängern und ist nahe mit dem Vitis verwandt. Es war gar nicht so einfach, diesen quirligen Vogel auf die Kamera zu bekommen, aber nach etlichen Versuchen hatte ich immerhin ein paar Aufnahmen. Dem markanten Ruf verdankt er auch seinen Namen. Zilpzalp, Zilpzalp. So, ich bin jetzt umringt von Büschen quasi. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und da vorne kommt auch noch so ein kleiner Moorwald. Und die gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Also ich habe jetzt immerhin schon eine Goldammer und ein paar Zilpzalps vor die Kamera bekommen. Aber ich bin natürlich sehr gespannt, ob noch einiges mehr geht. Denn ich höre auf jeden Fall einiges mehr. Also seid auch gespannt. In der Randvegetation des Weges tummeln sich in wenigen Wochen Blaukehlchen, Schwarzkehlchen oder Feldschwirle. Wie immer habe ich mein Fernglas dabei, um alles im Blick zu haben. So entdecke ich einen Vogel, der eher im Wald zu vermuten wäre. Der Gimpel. Das rot gefärbte Männchen verzückt uns mit seinem flötenden Gesang. Am Wegesrand kann man einige moorwaldähnliche Strukturen entdecken. Hier wachsen unter anderem Torfmoose. Dahinter in den Feldern kann man häufig Rehe entdecken. Hier sehen wir eine Ricke mit ihrem Kitz aus dem letzten Jahr. Mit genügend Abstand ließen sich beide ungestört filmen. Direkt am Wegesrand habe ich die nächste Vogelart entdeckt. Obwohl er sich einigermaßen versteckt aufhielt, konnte ich den Wiesenpieper trotzdem entdecken. Ein paar Minuten später konnte ich ihn allerdings ein bisschen besser vor die Kamera bekommen.
Die Wiesenpieper kann man ganzjährig bei uns im Moor beobachten. Ich glaube, wir kriegen heute noch Kraniche vor die Kamera. Denn ich habe den Weg weiter hoch auf jeden Fall gerade welche gehört. Und da machen wir uns jetzt mal hin. Die renaturierten Flächen halten derzeit genügend Wasser. Und da wo Wasser ist, da sind auch die Bachstelzen nicht fern. Seit einigen Wochen sind die Bachstelzen schon im Brutrevier anzutreffen. Die Wiesenschafstelze dagegen lässt noch ein wenig auf sich warten. Wasser ist fürs Moor lebenswichtig. Im Gegensatz zum Niedermoor lebt das Hochmoor von Regenwasser. Und viel Wasser lockt auch Wasservögel an. Hier brütet unter anderem das Blässhuhn. Viele Vögel befinden sich derzeit auf dem Rückzug in ihre nördlichen Brutgebiete. Das trifft allerdings nicht auf den Buchfink zu. Er findet hier ganzjährig seine Nahrung. Ich habe hier wieder gerade was sehr Interessantes entdeckt. Und zwar eine riesige Fläche von Laichballen. Und die werden wahrscheinlich vom Grasfrosch stammen. Zumindest habe ich da gerade eher knurrende Laute aus den Ballen gehört. Und einen Frosch, den filme ich auch gerade oder habe ich jetzt gerade gefilmt. Das dürfte auch ein Grasfrosch gewesen sein. Was aber interessant ist, in diesem Gebiet gibt es auch Moorfrösche. Und just vorgestern habe ich hier ganz in der Nähe die ersten Rufe dieses Jahr gehört. Und mit ganz viel Glück treffen wir hier sogar gleich noch einen Moorfrosch. Ja, das wäre natürlich richtig, richtig nice. Wahrscheinlich kann man es jetzt nicht so gut sehen, aber diese Fläche hier, das ist ein einziger riesiger Laichballen. Also hier sind so viele Laichballen aneinander geklatscht, dass es halt so ein richtiger Teppich jetzt ist. Richtig schön. Ein einziges Grasfroschweibchen kann zwischen 1000 und 2500 Eier ablegen. Da Grasfrösche zur Paarung immer wieder die gleichen Bereiche aufsuchen, kann es vorkommen, dass über 100 Tiere hier ableichen. So können zig Quadratmeter große Laichteppiche entstehen. Dieses Männchen ist ein bisschen spät dran und sollte sich vielleicht nach einem anderen Laichplatz umsuchen. Die Salweide entwickelt nun bereits ihre Blütenstände. Obwohl diese Pflanze nicht gefährdet ist, steht sie unter Naturschutz. Denn viele gefährdete Insektenarten wie Bienen oder Schmetterlinge sind auf die frühen Blüten angewiesen. Wir haben doch noch ein paar Kraniche gefunden, sind allerdings super weit weg da hinten. Aber ich habe eine spannende Beobachtung gemacht. Da sind 3 Kraniche und ein Kranich versucht die ganze Zeit einen anderen Kranich hinvorzujagen. Also das Verhalten habe ich so auch noch nicht beobachtet und warum das so ist, weiß ich nicht. Ob es vielleicht jetzt 2 konkurrierende Männchen sind oder vielleicht ein Jungtier aus dem letzten Jahr, was weg soll. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall sehr interessant. Die Kraniche haben in unseren Mooren bereits die Brutgebiete besetzt. Kraniche haben ein ausgesprochenes Territorialverhalten. Daher wird jeder Artgenoss vertrieben. Er wird so lange verfolgt, bis er das Territorium verlassen hat. Die Eiablage sollte jetzt also kurz bevorstehen, wenn sie nicht sogar schon stattgefunden hat. Somit können wir uns wie jedes Jahr berechtigte Hoffnung auf Kranichnachwuchs machen. Hier sehen wir nochmal eine Weide mit etwas weiterentwickelten Blütenständen. In den Feuchtwiesen nebenan hat der Kiebitz sein Brutrevier. Das Männchen im Hintergrund ist etwas dunkler gefärbt und hat einen langen Schopf. Das Weibchen, jetzt im Vordergrund, ist etwas heller gefärbt und der Schopf ist ein wenig kürzer.
Auf meinem Rückweg konnte ich noch einen weiteren Kranich entdecken. Er war gerade mit der Nahrungssuche beschäftigt. Jetzt auf dem Rückweg zum Auto habe ich endlich eine Stelle gefunden, wo sich sehr, sehr viele Grasfrösche paaren. Und ich habe da so eine ganz kleine Lücke zwischen den Ästen entdeckt. Und da kann ich gerade so hindurch filmen und da das Paarungsgeschehen festhalten. Richtig cool. Fast am Ausgangspunkt angekommen, machten Grasfrösche mit lautem Knurren auf sich aufmerksam. An diesem Laichplatz war deutlich mehr los als am ersten. Mehr als 50 Frösche versuchten hier, einen Partner zu finden. Ich bin jetzt fast wieder am Auto angekommen und dementsprechend ist der Film jetzt gleich zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich ganz, ganz doll über einen Daumen nach oben freuen, einen netten Kommentar und wenn ihr ganz cool drauf seid, dann natürlich gerne auch ein Abo dalassen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.